Im Rahmen der Ausstellung Critical Zones – Horizonte einer neuen Erdpolitik sind wir alle eingeladen, ganz genau hinzuschauen. Wo leben wir? Auf welchem Boden stehen wir? Wovon hängen wir ab und mit wem sind wir verbunden? Gemeinsam mit lokalen Initiativen aus Karlsruhe ziehen wir regelmäßig los, um kritische Zonen zu erkunden. Orte, an denen sichtbar wird, wie unterschiedliche Lebensformen sich gegenseitig überlappen, wechselseitig bedingen oder gar bedrohen. Und heute sind wir mit Peter Müller und Arthur Bossert vom Naturschutzbund unterwegs. Und ja, Peter, Arthur, wollt ihr euch ganz kurz vorstellen? Ja, mache ich gerne. Ich bin, wie gesagt, Peter Müller. Ich bin Biodiversitätsbotschafter des NABU. Und der Biodiversitätsbotschafter ist eine besondere Funktion. Und zwar deswegen, weil wir hier am Oberrhein in einem sogenannten Hotspot der Biodiversität leben. Und die Biodiversitätsbotschafter haben über die Ausbildung den Auftrag bekommen, hinterher dann Menschen mit in diese wunderschönen Gebiete zu nehmen, ihnen die zu erklären und nahezubringen. Weil wir davon ausgehen, dass die Menschen nur das, was sie kennen, schätzen und was sie schätzen, auch bewahren möchten. Ja, mein Name ist Arthur Bossert. Ich bin seit vielen Jahren Vorsitzender des NABU Karlsruhe. Und man sieht schon vielleicht am Fernglas das typische Instrument des Ornithologen. Ich bin Hobbyornithologe und natürlich die Landschaft hier draußen, die bietet einiges. Und ich bin auch sehr stolz darauf, dass es auch wesentlich dem NABU zu verdanken ist, dass hier Schutzgebiete geschaffen wurden. Ja. Jahrelanger Arbeit, Vorträgen, Eingaben und so weiter. Ja, wo sind wir hier und warum ist das eine kritische Zone? Ja, wir sind hier einerseits am Rheinufer natürlich und andererseits in unmittelbarer Nachbarschaft von Maxau. Und das ist deswegen hier eine besonders interessante und auch kritische Zone, weil wir verschiedene Bereiche haben, die hier aufeinanderstoßen. Zum einen haben wir zwei Naturschutzgebiete hier hinter dem Rheindamm. Andererseits haben wir hier aber auch genau die Bedingungen des Naturschutzgebietes, meistens in Deutschland, die klein sind, die umringt sind von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Dingen, die diese Naturschutzgebiete durchaus in Bedrängnis bringen. Zum Beispiel hier haben wir die Rheinbrücke. Über die Rheinbrücke führt die B10 mit sehr, sehr viel Autoverkehr jeden Tag, Emissionen. Ein Stückchen weiter nördlich haben wir die Ölraffinerie, ein bisschen weiter östlich auf der gleichen Höhe etwa die Papierfabrik Stocher Enzo. Und hier sieht man schon, dass da von der Industrieseite her Dinge vorhanden sind, die natürlich einem solchen Gebiet nicht unbedingt gut tun, durch die Emissionen und natürlich auch der Verkehr, der hier stattfindet. Ja, wenn man sich das Land hier mal vorstellt, wie das vor 250 Jahren war, eine riesige Flusslandschaft, viele, viele Kilometer breit, die sich ständig verändert hat, ständig einer gewissen Dynamik unterworfen war durch Hochwasser, durch Trockenzeiten, Rheinschlingen, Stillgewässer, Tümpel, Teiche, Feuchtwiesen. Und wie das heute aussieht nach der Rheinregulierung, dann merkt man, dass also hier doch gewaltige Veränderungen sich ergeben haben. Und wir haben heute eigentlich nur noch kümmerliche Reste der damaligen Naturlandschaft. Man schätzt etwa 5% des ursprünglichen Bestandes. Und Flora und Fauna muss sich dann natürlich entsprechend anpassen. Lass uns vielleicht an dieser Stelle kurz in die Geschichte dieses Ortes blicken. Wie ist denn dieser Ort, wie wir ihn heute sehen, entstanden? Was hat ihn denn so alles geprägt? Also wir sehen hier direkt neben uns den Rhein in seinem etwa 250 Meter breiten Flussbett vorbeiziehen, und zwar in relativ kerzengerader, schnurgerader Richtung. Und das war natürlich nicht immer so, sondern ist etwa seit 200 Jahren der Fall, weil vor etwa 200 Jahren ein Ingenieur, ein Wasserbauingenieur namens Tuller, ein sehr bekannter Mann, hat hier etwas getan, gemacht, durchgeführt, was man die Rheinbegradigung nennt. Man muss sich die Oberrheinebene hier so vorstellen, dass früher etwa auf einer Breite von 2,5 bis 3 Kilometern der Rhein in großen Schlingen und Mäandern durchgezogen ist.
Und das hat einerseits die, wie Arthur es genannt hat, die großartigen Auen erzeugt mit einer unglaublichen Biodiversität, Flora und Fauna, aber gleichzeitig die Menschen auch gefährdet. Zum Beispiel gab es immer wieder regelmäßig Hochwasser. Der Rhein war auch damals nicht wie heute, wo er ein festes Bett hat und in diesem Bett nach vorne, nach Norden fließt, sondern die Rheinführung hat sich eigentlich ständig verändert. Das heißt, es war keine Stabilität auch vorhanden und das hat die Menschen natürlich sehr belastet. Ganz nebenbei hat auch diese hohe Feuchtigkeit, die angedeutet wurde, schon auch zu Krankheiten geführt, zum Beispiel das Sumpffieber. Und Tula hat den Auftrag erhalten, um eben diese Unwägbarkeiten sozusagen zu verändern zum Positiven. Und es ist ihm auch gelungen. Wir stehen hier auf einem Gewann, das heißt Abtsgründel. Und dieses Gewann hat vor der Rheinbegradigung zur Pfalz rüber gehört. Das heißt zu Hagenbach, Berg und Pforz, lag also auf dem Territorium des Königreiches Bayern. Und daran sieht man auch, wie dramatisch sich teilweise nicht nur jetzt die Naturstrukturen verändert haben, sondern sogar auch die Ländereien, die politischen Strukturen und so weiter und so fort. Ja, das ist ja auch das, was in der Ausstellung Critical Zones kritisiert wird oder auch beziehungsweise kritisch aufgezeigt wird, dass in der Geschichte der westlichen Territorienziehungen Flüsse benutzt wurden als Grenzmomente, was aber auch eine Vision von Natur ist, die so gar nicht aufrechterhalten werden kann, weil Flüsse sich ja verändern und ihr Flussbett verändern. Ja. So, wir tauchen hier immer tiefer ein in diese kritische Zone der Rheinauen. Peter, was ist denn hier das Wertvolle und Besondere an diesem Ort? Also wir befinden uns hier am Nordufer des Altrheins Maxau. Und das war auch das erste Naturschutzgebiet, das schon in den 60er Jahren entwickelt wurde. Das besonders Wertvolle hier ist die Struktur der Rheinaue, und zwar in einem Bereich, den man die Weichholzaue nennt. Es gibt die Hartholzaue, die werden wir nachher noch sehen, und hier haben wir die Weichholzaue. Und für die Weichholzaue sind besonders stilprägend ein paar Elemente, die wir hier eigentlich wie im Bilderbuch zusammen haben. Wir haben zunächst mal die Bäume, die Pappel hier als ganz klassischen Baum der Weichholzaue. Dann haben wir die Weiden, und zwar im ganz Besonderen hier gegenüber die Silberweiden, die hier auch so ein bisschen, was typisch ist für die Rheinaue, auch sogenannte Silberweidengalerien bildet. Dann haben wir hier noch weitere schöne Vegetation, zum Beispiel das Schilf, das hier steht. Gegenüber haben wir ein Gelände, das heißt die Ernestinwiese. War früher tatsächlich eine Wiese vor langer Zeit, aber hat sich inzwischen verwandelt in eine große Schilffläche. Und dann haben wir hier, ihr seht es, wenn man hier auf das Wasser schaut, wir haben hier eine typische Pflanze, das ist die Teichrose. Und wenn wir ein bisschen früher im Jahr wären, würden wir natürlich noch andere blühende Pflanzen sehen. Und das ist ein Bereich der Aue, der lebt von der Dynamik des Wassers, also von den verschiedenen Wasserständen. Und die Weichholzaue zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine sehr lange Zeit aushält, also die Bäume, die Pflanzen, die hier vorhanden sind, lange aushält, im Wasser zu stehen. Also zum Beispiel die Silberweide, Entschuldigung, und die Pappel können bis zu 150, 200 Tage durchaus hochwassernasse Füße, wie wir sagen, vertragen. Und das ist eben die Besonderheit, die dann trotz bei veränderten Wasserständen trotzdem diese Vegetation hier stabil hält und überleben lässt. Das heißt, du hast gerade schon angedeutet, dass hier sehr viele verschiedene Lebensbedingungen herrschen. Arthur, wer lebt denn hier? Ja, also wir haben ja hier offene Wasserflächen, wir haben Schwimmblattzonen, wir haben Verlandungszonen, wir haben die fast urwaldartig überwachsenen Zonen in der Ernestinenwiese zum Beispiel. Und mit Tümpeln, mit Gräben, mit Teichen. Und die schaffen natürlich die Voraussetzung, dass da sehr viele unterschiedliche Tierarten leben können. Vogelarten zum Beispiel, die an Feuchtgebiete auch ein Stück weit gebunden sind.
die offenen Wasserflächen für die Überwinterung vieler Entenarten, auch seltener Entenarten. Oder typischerweise ein Vogel, der hier brütet, das ist der Haubentaucher, der hier beobachtet werden kann. Und dann natürlich am Rand diese Verlandungszonen mit den hereinhängenden Ästen. Das ist das Jagdgebiet des Eisvogels, der da sitzt und wartet, dass da unten kleine Fische vorbeischwimmen. Das ist ideal für ihn. Arthur hat eben angedeutet, dass wir hier eine besonders dichte Vegetation haben, teilweise undurchdringliche. Man sieht es hier in der Silberweidengalerie, man sieht es aber hier direkt neben uns. Ihr seht diese Schlingpflanzen, das ist die Waldrebe zum Beispiel, die hier da ist. Dann haben wir natürlich das Efeu hier, wir haben den Hopfen hier. Und durch die Dichte der Vegetation entsteht der Eindruck einer undurchdringlichen Vegetation. Man spricht aus diesem Grund auch hier von solchen Zonen vom badischen Dschungel. Vielleicht da muss ich kurz die Frage stellen, Auen sind ja ein unglaublich reichhaltiger Biodiversitäts-Hotspot. Könnt ihr noch ganz kurz was zur Artenvielfalt sagen, die hier herrscht? Also warum ist das hier so ein Biodiversitäts-Hotspot? Ja, ich habe die Vögel erwähnt, aber nicht unerwähnt bleiben sollen natürlich auch die Amphibien. Also in den Gräben, da ist der Springfrosch, auch sogar der Kammolch, der relativ selten ist. Und dann die Insektenwelt. Vorhin haben wir die Libellen gesehen. Es gibt eine ganze Reihe von Libellenarten, die hier vorkommen. Gerade in den Schilfgebieten, die leider nicht mehr so breit sind, sondern nur noch Reste in Resten vorhanden. Aber dennoch sind die Libellen auf diese Gebiete angewiesen, auch als Jagdrevier. Ja, also ein großartiges Netzwerk an vielen, vielen verschiedenen Mitgeschöpfen, sozusagen. Ja, ganz genau. Ja. Übrigens auf der Ernestinenwiese, auf dieser Wiese, als das noch Wiese war, Feuchtwiese, haben früher die Schleien abgeleicht. Ja. Das ist eine Besonderheit. Diese Art, diese Fischart geht auf überschwemmte Wiesen, um dort den Laich abzusetzen. Okay, ja super, dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt in die Hartholzaue und lernen da noch ein weiteres Umfeld kennen. Ja, schön. Super. Also wir sind jetzt hier in dem zweiten Naturschutzgebiet, welches wir uns zusammen anschauen, dem Naturschutzgebiet Burgau am Knielinger See. Peter, wie ist denn dieser Ort hier entstanden? Was ist hier für eine Geschichte in die Landschaft gezeichnet? Um das zu erklären, kann ich vielleicht zuerst eine kleine Anekdote wieder erzählen. Ich habe vor 2 Jahren hier einen kleinen Spaziergang gemacht mit einem 92-jährigen Herrn. Der ist in Knielingen aufgewachsen. Und als wir hier standen, hat er gesagt, Herr Müller, wir sind als Kinder von da auf der Seite darüber gelaufen. Und das lag aber nicht daran, dass der Mann wie Jesus auf dem Wasser gehen kann, sondern da war Wald. Und da sind wir schon bei dem entscheidenden Aspekt wieder, der uns zeigt, dass wir hier in einer völlig umgestalteten Natur uns bewegen, die eben eine Kulturlandschaft darstellt, die nichts mehr Ursprüngliches hat in dem Sinn. Und das zeigt sich hier genauso. Der Knielinger See ist entstanden aus der Entscheidung des Gemeinderates Anfang der 60er Jahre, dass der Markgraf Maximilian hier das Recht hatte, Kies zu fördern. Und das fällt ja in die Zeit, in der in Deutschland ein Wirtschaftswachstum da war, wurde gebaut. Und Kies ist ja eine ganz wichtige Masse sozusagen, Voraussetzung, um zu bauen. Und er hat hier fast bis in die Mitte der 80er Jahre, 1980er Jahre, hier den Kies gefördert. Und daraus ist, wie wir hier sehen, der größte Karlsruher See geworden. Und wir stehen hier am Nordufer und können wirklich schauen bis zum Südufer. Das sind um die 2 Kilometer, ein bisschen mehr als 2 Kilometer. Und es ist eine bezaubernde Landschaft. Wir haben hier wieder die Uferbepflanzung, die Silberweiden auf der Seite. Wichtig ist aber auch folgendes Faktum, dass diese Seen sozusagen am Oberrheingraben, rechts und links des Rheines,
sozusagen die Nachfolge der Altrhein teilweise übernommen haben. Also es sind Wasserreservoire entstanden, nachdem die Altrheinarme, als die langsam ausgetrocknet sind, verloren gegangen sind, sind durch die Baggerseen neue Wasserreservoire entstanden und die haben natürlich ganz entscheidend dazu beigetragen, dass die Auenlandschaft nicht ganz verschwunden ist. Ja. Insofern haben wir hier auch wiederum einen wichtigen Beitrag der Kulturlandschaft zum Erhalt der eigentlichen ursprünglichen Auenlandschaft. Mhm. Geschichte ist ja geprägt von Wandel und Metamorphosen. Wo sehen wir denn hier in der Landschaft noch Spuren dieses Werdens und Vergehens? Ja, man sieht es zum Beispiel am Altholz, am Totholz. Ja. Hier im Wasser liegt so ein alter, ganz alter Baum, der also schon ganz sozusagen in seinem Verwandlungszustand vorangeschritten ist. Hier gegenüber, wenn man an die Uferbereiche schaut, sieht man verschiedene Stufen des Altholzes. Und dort in diesem Altholz kann man ganz wunderbar nachvollziehen, die Metamorphose, die die Natur vom Werden bis zum Vergehen immer wieder uns vorführt und zeigt, beispielhaft. Und interessant ist vielleicht zum Totholz zu sagen, dass hier überall auch in den Wäldern drin liegt, nicht nur jetzt im Wasser oder am Uferbereich, sondern wirklich in den Wäldern hier drin, dass diese Bäume, die dort liegen und nicht angerührt werden, dass die einen unglaublichen Lebensraum darstellen, für Insekten vor allem, und in der Verwandlung selbst verschiedene Stufen durchleben und in jeder dieser Stufen diese Insekten andere Lebensräume vorfinden und deswegen auch ein Wandel der Lebensräume stattfindet. Ja, wenn wir von Geschichte reden, dann wollte ich auf diese grüne Kulisse drüben aufmerksam machen. Wir haben in Karlsruhe eine Straßenbahnhaltestelle, die heißt Entenfang. Und dieser Bereich hat dieser Straßenbahnhaltestelle den Namen gegeben. Was ist das? Der Markgraf hat dort auf dieser Insel, die stehen geblieben ist, zum Glück, wenn man die von oben sieht, dann kann man das gut noch erkennen, einen sogenannten Entenfang angelegt. Das war eine Fanganlage für den Massenfang von Enten, die im Winter ja hier einfallen. Und das war besonders gestaltet mit sogenannten 4 Pfeifen. Das sind so trichterartige Ausbuchtungen dieses Sees in allen 4 Himmelsrichtungen. Es war auch ein Wärter da, der dafür zuständig war. Und man hat mit Hilfe von zahmen Enten oder auch mit hölzernen Lockenten, die da geschwommen sind, dann die Wildenten angelockt. Die sind da eingefallen, haben gedacht, da gibt es was zu fressen. Und dann wurden die in diese Trichter hineingetrieben und dort hat man sie dann erlegt. Die wurden also dann natürlich gegessen, also man hat die nicht aus Spaß einfach erlegt. Ja, und heute ist die Insel nicht zugänglich, Gott sei Dank. Was sich hier angesiedelt hat, war zum Beispiel eine Graureiherkolonie, die erste eigentlich in Karlsruhe, auf Karlsruher Gebiet, und eine Kormorankolonie, die jetzt fast verschwunden ist. Aber es sind auch andere Arten da, zum Beispiel der Schwarzmilan, eine typische Art, die hauptsächlich an Feuchtgebiete, an Gewässer und so weiter gebunden ist. Ihr habt jetzt beide schon angedeutet, dass wir hier eben im Herzen einer Kulturlandschaft stehen. Und das wird deutlich in den Geschichten, die ihr erzählt habt, aber tatsächlich auch mit dem Ausblick, den wir hier haben, mit den beiden Türmen. Wie geht man denn damit um, dass eben so eine komplett andere Nutzung dieser Landschaft, dieses Lebensraums so eng an so einem Naturschutzgebiet dran ist? Und das ist natürlich eine Herausforderung, das ist ganz klar, weil diese Rauchsäulen, die man hier sieht, natürlich für dieses Gebiet eine Belastung darstellen. Aber letztlich leben wir in einer Gesellschaft, in einem Land, das hoch industrialisiert ist. Und man kann natürlich, um ein Gebiet wie das hier zu schützen, nicht einfach die Dinge zurückschrauben. Und deswegen sage ich jetzt mal, hier fällt mir ein alter Begriff ein, nämlich der friedlichen Koexistenz.
Also es ist heute ja eigentlich alles geregelt, wenn irgendwie Industrieansiedlungen kommen, Verkehrswege und so weiter, dann durchlaufen diese Planungen einen sehr langen Prozess. Und auf der anderen Seite sind die Schutzgebiete einem Managementplan unterworfen. Es ist genau festgelegt, was soll dort stattfinden, was soll geschützt werden und was muss man da auch tun, damit das so bleibt. Also Natur sich selber zu überlassen, das ist eine naive Vorstellung. Das funktioniert bei uns nicht mehr. Man muss da gestaltend eingreifen, um den Wert entweder zu erhalten oder auch noch zu steigern. Es gibt die sogenannten Managementpläne, nach denen dann die Naturschutzverwaltung arbeitet. Ja, und vielleicht ein Beispiel, wo sowas glücken kann oder wo sowas gut gestaltet ist, gucken wir uns jetzt noch zum Abschluss an, oder? Genau, ja. Ja, okay, dann können wir ja mal rüber, direkt weiterziehen. Genau. Die kritische Zone als Begriff bezeichnet ja diese ganz, ganz, ganz dünne Schicht auf der Erde, in der sich alles Leben abspielt. Und ein Aufruf der Ausstellung Critical Zones ist ja, dass wir viel genauer beobachten, observieren müssen. Und Teil von diesem Aufruf ist ja auch eine Verantwortung zu tragen, also eine Verantwortung, Rücksicht zu nehmen, Sorge zu tragen und eben auch zu pflegen. Wie ist es denn jetzt an dem Ort, an dem wir hier sind? Welche Aspekte der Pflege sind denn hier wichtig? Also zunächst kann man sagen, dass man hier sehr schön eigentlich an diesem Ort das Thema Pflege nachvollziehen kann. Zunächst möchte ich nur sagen, was hier vor uns liegt, das ist der sogenannte Willichgraben. Das ist ein kleiner Graben, der als Abfluss für den See dient. Hier kommt der Federbach dazu und beide fließen dann in diese Ecke weiter, nochmal 100 Meter vielleicht, und gehen in die Alp. Ja. Und das ist ja, im Grunde haben wir dann schon zwei große Flüsse, die Karlsruhe prägen, die Alp und den Federbach. Und vorne den Rhein, das sind die drei bedeutenden Flüsse. Ja, also wir haben hier entlang des Willichgrabens noch einen relativ guten Bestand an Schilf. Das ist deshalb so wichtig, weil manche Vogelarten einfach diese Schilfsäume brauchen. Und einer dieser Arten, das ist der Teichrohrsänger, eine der Rohrsängerarten. Der Teichrohrsänger kommt ja, Ende April, Anfang Mai zu uns. Und dann baut er ein Nest mit Hilfe von 3 oder 4 Schilfhalmen, ein hängendes Nest, sehr kunstvoll, legt dann seine 3 bis 4 Eier rein und die Jungen bleiben dann, oder bis die Jungen ausgeschlüpft sind, dauert es dann etwa 4 Wochen. Und nun kommt es darauf an, wie hier gepflegt wird. Wenn das Altschilf nicht mehr da ist, dann kann der kein Nest mehr bauen. Das heißt, das Altschilf muss erhalten bleiben, so lange, bis eigentlich die Brutsaison rum ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass das sogenannte Mähregime, wie das im Fachjargon heißt, sich danach richtet. Ein weiterer Punkt ist, dass man hier oben auf der Böschung nicht allzu sehr eingreift, weil dann entsteht ein Weg und der wird dann sehr gern genutzt. Mittlerweile ist er ziemlich zugewachsen, was eigentlich ein Glück ist. Aber der Teichrohrsänger, der ist dringend darauf angewiesen, dass hier das Altschilf stehen bleibt. Wir haben auch noch eine weitere Art, die gelegentlich da ist. Das ist der Zwergtaucher, eine seltene Art, die sich hier gern auf dem Willichgraben aufhält. Das heißt, geht es irgendwie um eine Balance zwischen menschlichem Eingreifen im Sinne der Pflege und einem menschlichen Nicht-Eingreifen? Ganz genau, ja. Ganz genau. Also das setzt voraus, dass die Pflegemaßnahmen natürlich sich nach den Vorgaben richten, die das Naturschutzgebiet auf der einen Seite gibt und auf der anderen Seite diese Managementpläne, wo genau festgelegt wird, was wird denn im Detail gemacht, auch im Hinblick auf eine Verbesserung der Situation. Das geht ja nicht nur darum, den Status quo aufrechtzuerhalten, sondern auch mittelfristig, längerfristig eine Verbesserung zu schaffen. Und ein Beispiel dafür schauen wir uns jetzt noch an, oder? Ja, man kann vielleicht noch auf eines hinweisen, und zwar hier haben wir die Goldrute, kanadische Goldrute. Das ist ein invasiver Neophyt
Und ihr seht ja hier, was da passiert, wenn die sich irgendwo angesiedelt hat. Sie ist eine Pflanze, die sehr schnell wächst. Andere Pflanzen, vor allem unsere einheimischen Pflanzen, die länger brauchen, die mehr Licht brauchen, unterdrückt und dadurch die Gefahr besteht, dass dadurch unsere einheimische Flora nachhaltig verändert wird. Ähnlich ist es drüben mit der Brombeere, die sich auch sehr stark ausbreitet. Und deswegen ist eine ganz wichtige Pflegemaßnahme, die auch wirklich sehr regelmäßig und sorgfältig hier von den Ämtern durchgeführt wird, der Schnitt dieser Pflanzen, einerseits der Goldrute und auch das Entsorgen dieser Pflanze und dann gegenüber eben auch den Schnitt der Brombeere, damit der Boden wieder geöffnet wird, damit wieder Licht reinkommen kann, dass auch die Feuchtigkeit besser nach unten dringen kann und so weiter und so fort. Dabei auch das Schilf wichtig oder kommen die sich nicht so in die Quere? Ja schon, weil wenn man rüberschaut, ist es so, dass die Goldrute von hinten her das Schilf angreift. Und wenn man nicht aufpasst und der Goldrute zu lange das Wachstum zugesteht, dann besteht die Gefahr, dass sie das Schilf durchmischt und dann nach und nach auch zurückdrängt. Also die Gefahr ist vorhanden. Deswegen ist dieser Williggraben eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig es ist, hier ganz gezielt einzugreifen in die Natur, um sie zu stärken und zu fördern auch tatsächlich. Ja. Genau. Ja, wir haben hier einen ganz großartigen Blick auf den Federbach. Eine richtige Idylle, aber wenn man tatsächlich in die Karten guckt, dann war dieser Federbach ja noch nicht immer hier. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist zutreffend. Erst seit 2013 gibt es den Federbach hier in diesem neuen Flussbett sozusagen oder Bachbett. Ja. Bis dahin ist er etwa 200, 300 Meter hier südlich in den See eingeflossen. Man hat dann aber festgestellt, dass der See belastet ist durch zu viele Nährstoffe und sauerstoffarmes Wasser. Und der Federbach einen weiteren Beitrag leistet, um den See zu belasten, sodass die Gefahr war, dass er umkippt. Und hat dann aber entschieden, hier dem Federbach ein neues Bett zu graben, einen Bypass, wie es dann auch teilweise formuliert wird. Und die Maßnahme ist gelungen, wie man sieht. Er hat das Bett angenommen. Und wichtig erscheint mir auch hier zu sagen, dass zusätzlich hier wieder durch Eingriffe des Menschen, und zwar dramatische Eingriffe, hier wurde eine ziemliche Zeit gebaggert und waren schwere Maschinen im Einsatz. Aber durch diesen Einsatz, eben wie man sieht, jetzt nach 7 Jahren, eine bezaubernde neue Landschaft entstanden ist, die man als durchaus auenähnlich, auennah bezeichnen kann. Also eine starke, große Bereicherung auch dieses Naturschutzgebietes hier. Da sind wir auch wieder bei dieser Balance zwischen menschlichem Eingreifen und Nicht-Eingreifen und auch dem Aspekt der Pflege und des Schutzes. Wie ist es denn für euch? Was liegt denn euch als Naturschützern noch ganz besonders am Herzen? Ja, also auf der einen Seite möchten wir schon gerne, dass in diesem Gebiet, was ja sehr stadtnah ist, die Leute sehen, wie toll ist Natur, wie schön ist Natur, was kann ich da alles erleben. Das ist keine Frage. Auf der anderen Seite ist aber klar, ich kann eigentlich nur erhalten, was auch geschützt ist. Und dazu gehören zum Beispiel die entsprechenden Gebote, also Wegegebot, ich soll auf den Wegen bleiben. Und hier ist ein Beispiel, der Bereich zwischen Federbach und dem Knielinger See, der ist absolut geschützt, der soll nicht betreten werden, weil er sehr empfindlich ist, weil dort Tiere und Pflanzen vorkommen, die also eine größere Begehung an Wochenenden vor allen Dingen eben einfach nicht vertragen. Und deshalb appellieren wir auch an die Bevölkerung, die Gebote da entsprechend einzuhalten, damit der Wald, dieser wunderbare Abschnitt hier, auch so erhalten bleibt, wie er jetzt ist. Wir haben gesehen, immer wenn man in ein Naturschutzgebiet hineinläuft, stehen Schilder da. Zuerst mal das dreieckige Schild, das nur darauf hinweist, Achtung, hier kommt jetzt ein Naturschutzgebiet. Und drunter hängt im Normalfall eine Tafel, auf der Gebote und Verbote aufgelistet werden. Zum Beispiel, verlasst bitte nicht die vorgegebenen Wege, nehmt keine Pflanzen mit, nehmt keine Tiere mit, badet nicht im See, lasst die Hunde an der Leine.
macht keine Feuer und so weiter und so fort. Und wir stellen fest, dass manche Menschen, bei weitem nicht alle Menschen, aber manche Menschen diese Hinweise oder Gebote als Schikanen, als unnötige Vorschriften wahrnehmen und sie auch nicht respektieren wollen. Und das finden wir sehr, sehr schade, weil diese Dinge sind deswegen so formuliert, weil sie dem Erhalt und der Bewahrung dieser wunderbaren Umgebung, dieses Naturschutzgebietes dienen und dazu auch beitragen, damit in diesem Gebiet auch spätere Generationen noch ihre Freude haben können und Anteil nehmen können. Deswegen würden wir uns sehr wünschen, dass es eben künftig als Anregung zu einem der Natur zuträglichen Verhalten ist und nicht mehr als eine Schikane, die man ärgerlich oder verärgert übergehen möchte. Ja, also in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr mit uns diese kritische Zone erkundet habt und auch dazu beitragt, dass wir besser verstehen, was unser Auftrag ist, unsere Verantwortung auch, dass wir hier Beziehungen der Pflege und der Sorgfalt eingehen können. Und ja, vielen, vielen Dank für diese großartige Tour. Bitte schön, ja, sehr gern. Danke.